Alexandra, frage die Karten, zeigen mir einen Weg. Hallo ihr Lieben, wir schauen uns an die Veränderungen der nächsten 14 Tage. Was sind im Kollektiv für Themen greifbar, die jetzt gerade so dran sind? Guckt euch das mal an. Der Glücksfall ist mir rausgefallen. Ich traue mich manchmal gar nicht mehr zu sagen. Ihr wisst ja, dass ich die Karten immer nur springen lasse und auch meine Überschriften wirklich immer nur so definiere bei dem, was ich auch auf dem Tisch habe. Aber ich kann es nun mal nicht ändern. Ich werde aus diesem Glücksfall, hier haben wir unten noch das Thema Finanzen, definitiv kein schlechteres Thema machen, weil besser kann es gar nicht sein. Wir gucken an, also hier kann sein, dass bei irgendwelchen Themen, wo es finanzielle Fluktuation oder was auch immer, Schwierigkeiten gab oder Ungewissheit, sich etwas Gutes auftut, das dann natürlich auch mit Materie zu tun hat. Oder das euch einfach finanziell in die Karten spielt. Ne? Ich hatte letztens so ein Beispiel, ich meine, das war beim Wochenorakel, wo ich dann auch gedacht habe, guck an, ich habe einen Brief gekriegt von meiner Krankenkasse, da ich meine Einnahmen nicht angegeben hätte. Im Dezember muss man das immer machen, da schicke ich immer den Steuerbericht hin. Wäre mein Beitrag jetzt auf 1000 € gestiegen. Ja, dachte ich so, klasse Ding, da muss ich mal anrufen, weil ich habe das natürlich weggeschickt und danach kamen noch 2 Briefe, dass der Brief widerrufen wird, dass die Unterlagen eingegangen sind. Und es hätte mir natürlich auch passieren können, dass der Brief verschwunden ist. Das passiert bei den Ämtern ab und an. Und ja, dass ich das zwar aufklären hätte können, aber es wäre halt einfach umständlich gewesen. Sowas alles sagen die Karten schon auch voraus. Hier wendet sich etwas. Wir haben hier den Glücksfall, hier den Klee im Hause des Reiters drin. Also rechne mit guten Nachrichten. Etwas zeigt sich von außen. Blockaden bröckeln, sieht man hier sehr gut. Blockaden, die im Bereich des Weiterkommens an sich, der Expansion liegen oder dieses Gefühl, in der zähen Falle zu sein. Ja, und tatsächlich etwas Finanzielles ist sich hier im Transformationsprozess. Hier liegen Umbrüche im Bereich der Finanzen. In der Spiegelung haben wir den Klee. Es kann hier sein, dass es auch auf 2 Bereichen ist. Ne? Ich habe hier eine sehr gute genesende Energie, eine schnelle Energie, eine Energie, die auch mit der Zeitkarte 2 Tage, 2 Wochen angezeigt wird. Es kann hier sein, dass du hier sehr gut, wie soll ich ihn sagen, einen Weg verlassen kannst, der in die falsche Richtung geführt hat oder falsche Gedanken. 3-mal das Thema Blockaden, Bröckeln, zähe Prozesse werden unterbrochen, Wege, die nicht aufgingen, weil man das Wissen nicht hatte oder die Sicht nicht klar war, tun sich hier auf. Wir selber liegen im Haus des Neubeginnes drin. Wir haben unser Leben im Kopf, den Vitalitätsbereich, die Unklarheiten. Hier liegen einige Karten in ihrem eigenen Haus. Und hier kommen wir so langsam an das Wissen. Ne? Uns eröffnet sich das Wissen, die Energie von mir wurde etwas Energie gezogen oder sie war blockiert oder ich habe meine Kraftreserven aufgebraucht. Wird hier gedreht. Es geht hier wirklich um die Wege, bei denen man vielleicht in der Partnerschaft zusammengefragt wird,
Wir haben uns und das Gegenüber in der Mitte des Kartenblattes. Das Außen ist für das Gegenüber sehr wichtig. Wir haben das im Außen drin, also hier Umstände, die von außen kommen, die man nicht kontrollieren kann. Möglicherweise auch so, wo man zu zweit nicht genau wusste, was soll man tun, wie soll man sich entscheiden. Werden hier ehrliche Worte gesprochen und können Dinge, die tatsächlich einfach, ich sage mal, auch ignoriert wurden, obwohl nötig gewesen, in Fahrt bringen. Ich habe hier im Hause des Herzens die Blumen drin. Hier ist so eine Energie der Vergebung auch, oder wo man einfach sagt, okay, das hätte ich jetzt so nicht erwartet, dass mir eine Person etwas Gutes tut. Das bezieht sich jetzt nicht unbedingt auf die Partnerschaft, denn ich habe in der Spiegelung die Schlange drin. Das kann eine Person sein, die einem mal mit irgendetwas zurückgelassen hat. Das kann die eigene Mutter sein, das kann eine Konkurrenz sein. Und irgendwie sieht man hier aus diesem Bereich die genesende Energie, die aufblühende Energie. Man hat eine Veränderung, mit der man ja eine Mauer durchbricht, die man auf dem Herzen oder ums Herz gebaut hat. Eine sehr schöne Frequenz für die Liebe oder auch für Partnerschaften an sich. Das Pärchen liegt in der Mitte. Wir haben die Herzkarte hier im Hause der Sterne auch noch drin, dem Glück, der Wunscherfüllung. Bei einigen kann hier tatsächlich sein, dass es um Umbrüche geht, die mit dem häuslichen Bereich zu tun haben. Sprich ein Umzug, eine Kostenerstattung, irgendetwas, das sich vergünstigt, billiger wird, oder, weil wir haben die Finanzen in der Spiegelung, eine finanzielle Erleichterung, der Verkauf eines Objektes, an dem man schon lange dranhängt, Veränderungen, die ermöglichen, wieder in Fahrt zu kommen. Vielleicht auch hier in der Perspektive drin mögliche Frauenvertreter, die hier was ins Rollen bringen, die etwas in Bewegung bringen, also weibliche Personen. Die Berufskarte liegt hier ein bisschen in Verbindung mit der häuslichen Veränderung. Das kann hier sein, der ein oder andere zieht näher zu seinem Berufsfeld hin oder hat einfach ein Umfeld, das begrenzter ist. Man sieht für die, die zu Hause arbeiten, auch Veränderungen oder von zu Hause aus, die einfach die Energie friedlicher machen, das Kommunizieren erleichtern, eine berufliche Aufklärung, das Beschneiden von Umwegen und auch von Konkurrenz. Ne? Hier wird auch gesagt, guck dir mal genauer an, wer ist dir hier Freund, wer ist dir Feind, wer tut nur so, als wenn, und du schleppst eigentlich jemanden mit. Und es geht an sich um das Prinzip, dass man sich als Paar zusammen erarbeitet hat. Eine Woche, die sehr viele Gefühle mitbringt, wo die Intuition wieder mal sehr hoch ist, die Psyche eine Rolle spielt, Unruhe herrschen kann oder auch Stress, viel zu tun, die Emotionen reagieren mit, ich bin so müde oder ich bin eigentlich ja nicht ganz in meiner Vitalität, die arbeitet sich dann hier erst vor. Wow, die schicksalshaften Nachrichten, die können jetzt hier mit Veränderungen an sich zu tun haben. Die können aus dem Bereich Umfeld kommen, Umbrüche im häuslichen Bereich. Hier ist auch sowas wieder zu sehen wie eine Kettenreaktion, und hier sieht man aber auch wieder die Finanzen dran. Etwas, was sehr beständig wirkt, vielleicht auch auf die Häuslichkeit an sich, und das hier einige Verstrickungen löst. Das ist etwas, was einen Konflikt löst, den man mit dem Bereich hat, das Leben zu finanzieren, zu genießen oder aus den Vollen zu schöpfen.
Das Schicksalskreuz legt sich hier ins Haus der Sonne rein. Ne? Das ist schon mal perfekt. Hier sind karmische Veränderungen auf allen verbindlichen Bereichen, die vorher blockiert waren. Ein Gefühl der Sicherheit, das sich einstellt bei einem beruflichen Konflikt, aber auch vielleicht Arbeitskollegen, die uns hier als Spiegelpartner geschickt werden. Das hatte ich ja hier schon mal unterscheidet zwischen Konkurrenz und Team. Möglicherweise auch neue Leute, die im beruflichen Bereich auf einen zukommen. Ein Wechsel des Teams oder neue Kollegen. Ein Kollege kommt, ein Kollege geht. Der Hinweis, den investierenden Teil im Arbeitsleben so zu gestalten, wie man ihn kennt, wie er langfristige Ergebnisse bringt. Also hier sind keine Experimente zu machen. Ja, die Ringkarte liegt hier im Haus des Karmas drin. In der Spiegelung haben wir den Schlüssel. Der Schlüssel liegt auch noch in seinem eigenen Haus. Also doppelt. Wenn wir hier von einem Glücksfall ausgehen, der die Finanzen betrifft, ne, dann kann es sein, dass man selber für Wachstum und Ernte sorgt oder irgendetwas einem zufällt auf den Weg. Dass man dann aber auch wieder gefragt ist, mit dem Ganzen umzugehen. Ne? Also dass aus diesem Glücksfall heraus wieder Wege entstehen müssen, die verbindlich die Dinge anders gestalten. Denn wir selber müssen dann lernen mit diesen Dingen, die wir zufällig kriegen. Gibt ja keine Zufälle, es fällt einem nicht umsonst vor die Füße. Aber das ist hier wirklich etwas, das ins Leben kommt, mit dem man dann wieder neu beginnen muss, umzugehen. Eine gute Energie, auch die partnerschaftlichen Dornen ein bisschen wegzulassen. Oder auch Finanzen, die aus dem Bereich verbindliches Geld der Familien kommen. Mehr in die Leichtigkeit zu bringen. Also das ist so eine Erleichterung für alle irgendwie. Kann natürlich auch eine Situation sein, die auf die Finanzen sich positiv auswirkt. Denkt daran, das ist eine kollektive Energie. Also ich gebe das so weiter, wie ich es hier habe. Wir haben die Eiche und unten haben wir den Erntemond. Wie passend. Ne? Hier entspannt sich eine Lage. Man kann in der Hängematte liegen, sich Auszeit nehmen, obwohl man hier Neues generiert, das wieder zu Wachstum sorgt. Man muss die Dinge halt auch immer leisten können und wir haben hier den Schutz dieser Eiche, diesen riesen Baumes, der uns hier bewacht. Die Eiche gibt uns hier auch noch mit, dass wir unsere Dinge durchstehen, dass wir tapfer sind, dass wir standhaft sein können, dass wir auch die Energie der Autorität in uns haben, sprich, wenn die Dinge kommen, wie du sie brauchst, gehe mit dieser Autorität auch um. Es geht einfach um den Schutz, den man braucht für sich, sein Umfeld, sein Eigentum und für sich selbst und unsere Lieben. Das ist das, was ich meine, das ganze Umfeld, das da mit dieser Aufgabe hier mit betroffen ist. Ich meine, Glücksfall, Finanzen und Erntemond, das sind hier so Dinge, da hat man mal die Ernte geschützt eingebracht, aber daraus entwachsen halt wieder andere Dinge und gleichzeitig kann man sich für die Mühen, die man an den Tag gelegt hat, auch wieder zurücknehmen und wird belohnt sozusagen. Wir gucken mal, welches Krafttier hier noch mitkommt. Die Fliege, die bringt uns hier das Thema Gedankenkontrolle mit, Gedankenkarussell.
zur Ruhe kommen. Hier kann auch sein, dass man sich sehr, sehr viele Sorgen um ein Thema gemacht hat und sehr viel nachgedacht hat und sich dabei mehr im Kreis bewegt als vorangekommen. Die Fliege hier ist auch sehr spannend, denn wenn wir hier sagen, wir haben den Glücksfall, dann bringt die Fliege eine Lösung daher, wie wir sie eben nicht durchdacht haben, weil unser Verstand das nicht greifen kann. Hier liegen die Wolken im Haus der Wolken, das heißt auch, du kannst so viel denken, wie du willst, du kriegst es nicht geklärt, es wird immer wieder ein Hindernis sein und deshalb auch eine Belastung. Und die Fliege sagt dir, du, hör mal auf damit, die Lösung, die ist schon lang, die liegt schon lange da und du kommst jetzt an das Geheimnis ran. Hier ist auch irgendetwas, was aus der Vergangenheit nicht richtig überwunden ist oder wo eben Überlastungen sind, alte Muster, negative Erfahrungen, innere Programme, unnötig Sorgen machen um die Dinge. Und hier kommt man zur Ruhe, ne? Man entspannt sich, man überdenkt das Leben. Man hat sein Leben nur selbst in der Hand. Und man kann sich auch mit dem Gedanken zerstreuen. Also dieser unruhige Geist, der ist ja wohl sehr störend und darf hier auch in eine neue Ausrichtung gebracht werden. Man lässt los und hat das Gefühl, dass sich alles zum Besten wendet. Man blickt nach vorne und hat auch das Gefühl für die Freude wieder mit an Bord. Wunderbar. Schauen wir, was die Vögelchen hier noch mitgeben. Und dann wünsche ich uns tatsächlich alle so einen Glücksfall, wie er hier liegt. Die Taube. Ich überbringe dir Frieden, Sanftmut und Nächstenliebe. Sei empfänglich für die Zeichen im Alltag. Ich schenke dir Hoffnung und Stärke, dein Verständnis in Konfliktsituationen. Okay, ihr Lieben, das war's. Ich drücke euch und bis zum nächsten Mal.